Hast du schon mal auf andere Menschen geschaut und dir gedacht, wie machen sie das? Wie haben sie es geschafft, dahin zu kommen, wo sie heute sind? Rauszugehen mit ihrer Arbeit, ihrer Leidenschaft und sich einfach zu zeigen. Ich dachte mir, dass solche Menschen einfach irgendwie anders sein müssen. Sie sind entweder besonders begabt, schön, redegewandt, wissen genau, wie sie es anstellen müssen, oder sie sind einfach super selbstbewusst oder hatten einfach nur Glück. Und eine weitere Sache, die mich ganz klar von ihnen unterscheidet: die haben ganz offensichtlich nicht die Ängste, die ich habe. Andernfalls wären sie bestimmt nicht da, wo sie heute sind. Kommt dir irgendwas davon bekannt vor? Sicherlich kann man dieser Liste noch so einiges hinzufügen, warum diese Menschen es schaffen, bestimmte Dinge im Leben zu erreichen, ja sogar erfolgreich zu werden, was auch immer das bedeuten mag, und warum es gleichzeitig für dich nicht möglich ist. Was soll ich sagen? Es stimmt. Diese Menschen sind tatsächlich auf eine gewisse Art und Weise besonders, denn sie machen etwas anders. Etwas, das die meisten von uns nicht schaffen. Ich möchte dir gleich zu Beginn dieses Geheimnis verraten, denn nachdem ich herausgefunden habe, dass es diese eine Sache ist, die erfolgreiche Menschen ausmacht, nachdem ich es wirklich verstanden und begonnen habe, diese Sache umzusetzen, hat sich mein Leben drastisch verändert. Ich habe nach und nach Dinge getan, die zuvor unmöglich schienen, und es haben sich neue, ungeahnte Wege für mich eröffnet. Dank dieser einen Sache, von der ich mittlerweile zu 100% überzeugt bin, gehe ich heute mit einer ganz anderen Einstellung durchs Leben, und entsprechend sieht auch mein Leben ganz anders aus. Mir geht es wirklich nicht darum, es hier spannend zu machen. Aber ich finde es so wichtig zu betonen, dass es nicht einfach nur ausreicht, das Geheimrezept zu kennen, sondern dass man sich mit seinem ganzen Sein, mit einem unerschütterlichen Vertrauen und Glauben daran, dass es auch für einen selbst funktioniert, darauf einlassen muss. Diese eine simple Sache ist dranbleiben. Immer wieder weitermachen und nicht aufgeben, bis du irgendwann das Ergebnis im Außen siehst. Ich weiß, es ist absolut nichts Neues oder Außergewöhnliches. Und vielleicht denkst du dir auch, ja, aber bei mir ist das nicht möglich, weil ab einem bestimmten Punkt geht es manchmal nicht mehr voran. Oder vielleicht denkst du auch, das ist alles Quatsch. Manche haben einfach nur Glück. Das ist alles. Wenn das für dich der Fall ist, dann ist es auch deine Realität. Und das ist okay. Wenn du aber offen bist für diesen anderen Gedanken, wenn du bereit dafür bist, deine Realität zu verändern und daran zu glauben, ganz im Vertrauen, dass wenn du nur lange genug dranbleibst, auch du alles erreichen wirst, was du aus tiefstem Herzen möchtest, dann mach dich bereit für einen wundervollen neuen Weg, der ungeahnte Möglichkeiten für dich bereithält. Wie du raushören kannst, bin ich davon überzeugt, dass der Schlüssel zum Erfolg, was auch immer Erfolg für jeden Einzelnen bedeuten mag, das Dranbleiben ist. Es gibt so viele Menschen, die das im großen und kleinen Umfang bereits vorgelebt haben. So viele wundervoll inspirierende Geschichten von Jung und Alt. Ich persönlich empfinde es immer als sehr motivierend und unterstützend, immer mal von solchen Geschichten zu hören, gerade auch von Menschen, die nahbar sind. Sie beflügeln mich und sie erinnern mich immer wieder daran, an mich selbst zu glauben und nicht aufzugeben. Aus diesem Grund dachte ich, und weil manche auch danach gefragt haben,
teile ich heute ein wenig von meinem herausfordernden Weg hin in die Sichtbarkeit. In der Hoffnung, dass meine kleine Geschichte vielleicht auch ein wenig Mut und Hoffnung für deinen eigenen Weg schenken kann. Seit etwa meinem 10. Lebensjahr, nachdem ich mit meiner Familie nach Deutschland gekommen war, wuchs in mir eine große Unsicherheit heran. Aufgrund einiger unschöner Erlebnisse entstand in mir nach und nach immer mehr die Angst davor, vor anderen Menschen zu sprechen. Obwohl ich sowohl in der Schule als auch später im Studium immer wieder Referate halten und auch mündliche Prüfungen vor mehreren Menschen absolvieren musste, wurde es nicht besser. Ganz im Gegenteil. Immer wenn möglich, wählte ich lieber die doppelt so aufwendigere und zeitintensivere Alternative, nur um nicht vor anderen sprechen zu müssen. Nichts Ungewöhnliches, dachte ich mir zumindest. Vielen Menschen geht es doch ähnlich. Doch diese Unsicherheit wuchs immer weiter. Ich fühlte mich unwohl dabei, in neue Situationen gehen zu müssen, mich neuen Menschen vorzustellen und in größeren Menschengruppen zu sein. Vor jedem kleinen Vortrag, vor jeder Veranstaltung, je größer, desto schlimmer, zeigten sich irgendwann unschöne körperliche Symptome. Vor fast 10 Jahren dann, nachdem ich auf meine persönliche innere Reise los bin, mir über einiges klar wurde und auch schon vieles in meinem Leben verändert hatte, schienen diese Unsicherheiten wie verschwunden zu sein, nur um später doppelt und dreifach so schlimm wieder aufzutauchen, was ich zu diesem Zeitpunkt niemals gedacht hätte. Es war auch die Zeit, in der mein Mann und ich uns gefunden hatten und begannen, große Pläne für unsere gemeinsame Zukunft zu schmieden. Unter anderem wollten wir reisen und hatten uns überlegt, wie so manche damals, unsere Reisen auf Videos festzuhalten und sie auf YouTube mit Familie und Freunden zu teilen. Das taten wir auch, in einem sehr kleinen und auch eher oberflächlichen Umfang. Allerdings beendeten wir es auch schon nach kurzer Zeit, weil es, so wie wir uns das vorgestellt hatten, doch nicht funktionierte. Irgendwann war die Reise vorbei, das Leben ging weiter und meine Ängste und Unsicherheiten kamen langsam, aber sicher erneut durch äußere Umstände getriggert an die Oberfläche. Irgendwann fing ich an festzustellen, dass ich zunehmend unsicherer wurde, mit Menschen zu sprechen. Selbst vor meiner eigenen Familie, auf kleineren Familienfesten zum Beispiel. Ich hatte Angst, etwas Falsches zu sagen, nichts zu sagen oder dass sich keiner dafür interessierte, was ich zu sagen hätte. Ich hinterfragte jeden zweiten Satz, den ich von mir gab, hinterfragte meine Stimme, meine Aussprache und hatte das Gefühl, dass aus meinem Mund nichts Kluges, Zusammenhängendes rauskam. Auch die Unsicherheiten bezüglich meines Aussehens wuchsen immer weiter an, was, gepaart mit der Angst vor anderen zu sprechen, zu einem gefährlichen Mix wurde. Ich fühlte mich so unglaublich unsicher wie noch nie in meinem Leben. Ich war ständig mit meiner Aufmerksamkeit bei anderen, hatte Angst davor, dass man mich nicht mögen könnte, dass man mich nicht schön oder klug genug fand und dass mich andere als jemand sahen, der es im Leben zu nichts gebracht hat. Am liebsten wäre ich unsichtbar gewesen. An einem bestimmten Punkt, der gerade erst ein paar Jahre zurückliegt, waren meine Unsicherheiten so groß geworden, dass ich mich nicht traute, an einem Online-Seminar teilzunehmen, aus Angst davor, dass meine Kamera versehentlich angehen würde und ich von anderen gesehen werden könnte. Ein Online-Seminar, wo ich ganz alleine in meinem Zimmer saß und einfach nur etwas für mich lernen wollte. Dies alles fand seinen Höhepunkt in der Zeit, in der ich mich ganz intensiv mit mir selbst auseinandergesetzt habe.
Ich suchte einen Weg, mich besser zu fühlen. Ich versuchte herauszufinden, was in mir steckt, was ich zu geben habe und wo ich hin will. Doch anstatt einem klaren Weg nach vorn, sah ich lauter Widersprüche und Sackgassen um mich herum. Denn auf meiner inneren Reise fand ich zwar wieder die Verbindung zu mir selbst, ich erkannte meine Fähigkeiten und fand nach und nach meine Leidenschaft und Begeisterung wieder, jedoch stand es im absoluten Widerspruch zu meinen größten Ängsten. Ich habe mal diesen Satz hier gehört: Manchmal haben wir am meisten Angst davor, was uns letztlich befreien wird. Wie wahr. Nachdem ich also herausfand, in welchen Bereichen meine Stärken liegen und was mir Freude schenkt, wurde meine Angst, mich vor anderen zu zeigen, plötzlich zu einem riesigen und unübersehbaren Elefanten im Raum. Mir wurde plötzlich klar, dass ich dieses Problem nun endlich angehen muss, um weitere wichtige Schritte in meinem Leben machen zu können. Da diese Angst aber schon so lange in meinem Leben war und ich die meiste Zeit versucht hatte, sie mit ungesunden Bewältigungsstrategien zu umgehen, war mir klar, dass ich diesmal Hilfe in Anspruch nehmen musste. Ich fand eine Hypnosetherapeutin, mit der ich anfing, an meinen Unsicherheiten zu arbeiten. Es war zwar eine kurze, aber ziemlich intensive und mental herausfordernde Zeit. Danach waren mir aber einige Dinge klarer und ich hatte nach langer Zeit zum ersten Mal das Gefühl, dass es einen Weg raus gibt aus dieser Sackgasse. Es war nicht so, dass ich plötzlich ein anderer Mensch war, aber zu verstehen, woher gewisse Überzeugungen und die daraus resultierenden Ängste kamen, hat mir sehr geholfen, Schritte nach vorn zu machen. Ich fing zunächst an, irgendwelche nichtssagenden Bilder auf Instagram zu posten, in denen ich mich langsam traute, den einen oder anderen Gedanken zu einem bewussteren Leben zu teilen. Da ich meine Liebe zur Kreativität wiederentdeckt hatte, probierte ich mich mehr und mehr beim Filmen und Fotografieren aus und schrieb über Themen, die mich interessierten, allerdings hinter den Kulissen. Es entstand in mir die Idee, einen Podcast zu machen, in dem ich über alles sprechen könnte, das mich beschäftigt, um auch anderen Menschen zu zeigen, dass sie nicht allein damit sind. Ich war überzeugt davon, dass das der ideale Weg für mich wäre, weil ich mich dabei nicht so wirklich zeigen müsste und meine Stimme war da das kleinere Übel im Vergleich zu meinen anderen Unsicherheiten. Ich schrieb mehrere Episoden, nahm sie auf, arbeitete mich rein in das Schnittprogramm und hatte sogar ein paar davon fertiggestellt, bereit, sie mit der Welt zu teilen. Doch dazu kam es nie, weil die Ängste zu diesem Zeitpunkt noch zu groß waren. Ich arbeitete immer weiter an mir selbst, las viel, hörte mir motivierende Dinge an, meditierte, machte kostenlose Online-Hypnosen, die mir wirklich sehr weitergeholfen haben, und teilte langsam aber sicher mehr und mehr meine Gedanken auf Instagram. Irgendwann war ich so weit, klitzekleine Videos auf dieser Plattform hochzuladen und bekam hier und da auch zustimmende und motivierende Worte. Ich hatte nur wenige Interessenten, für mich aber genau richtig zu dieser Zeit. Die Unsicherheiten waren nach wie vor da, doch die Dinge veränderten sich langsam. Ich machte tatsächlich Fortschritte. Ich versuchte, einen kleinen Frauenkreis ins Leben zu rufen, traute mich, die Idee online zu stellen und erstellte sogar Flyer, die ich in einer Hochschule aufhängen durfte. Allerdings fand das keinen Anklang. Zur gleichen Zeit etwa ergab sich die Möglichkeit, an einem Hochzeitsshooting für Werbefotos teilzunehmen. Da war zwar wieder eine meiner größten Unsicherheiten, mein Aussehen, aber es war auch etwas, das ich gerne mal im Leben ausprobieren wollte, also tat ich es. Irgendwann
ließ ich mich dann auch zu einem dieser Online-Angebote zum Thema Bau dein eigenes Online-Business auf verleiten. Doch anstatt darin aufzugehen, machte ich mir damit nur noch mehr Druck und stellte irgendwann fest, dass dies nicht mein Weg ist. Jeder einzelne Schritt, den ich gegangen bin, kostete mich immer wieder jede Menge Überwindung. Doch mit jedem Mal wurde mein Wunsch danach, weiter voranzukommen, endlich etwas zu machen, das mich erfüllt, immer größer. Irgendwann, nachdem ich ein paar kleinere Videos mit kurzen Botschaften für Instagram gemacht hatte, wurde mir immer klarer, dass genau das ist, was mir die größte Freude bringt. Ich kann kreativ sein, beim Filmen, Inszenieren und Zusammensetzen. Ich kann über die Dinge sprechen, die mich wirklich begeistern. Und ich kann das in individuelle kleine Kunstwerke verwandeln, ganz so, wie ich es will, ohne mich dabei mit anderen vergleichen zu müssen. Da aber Instagram sich für mich nie so richtig echt, authentisch anfühlte und zudem auf schnellen, oberflächlichen Konsum ausgelegt ist, kam ich dann irgendwann auf YouTube. Es war keine Entscheidung über Nacht, denn YouTube wirkte auf mich immer so professionell. Da steckt so viel Zeit und Aufwand drin. Hier sind nur Menschen, die wirklich was drauf haben, dachte ich. Also nichts für mich. Doch diesmal haben meine Unsicherheiten mich nicht davon abgehalten, den nächsten großen Schritt zu gehen. Denn ich wusste endlich genau, was ich wollte, und YouTube war der perfekte nächste Schritt dafür. Und hier bin ich nun, sichtbar und hörbar für alle, die es interessiert. So offen und ehrlich, wie ich es niemals selbst von mir erwartet hätte. Das Geheimnis? Dranbleiben, nicht aufgeben. Meine Unsicherheiten sind übrigens nicht einfach weg, aber ich lerne immer besser mit ihnen umzugehen und mich nicht von ihnen aufhalten zu lassen. Ganz egal, wo du gerade stehst, gib nicht auf. Glaub daran, dass es auch für dich möglich ist und die nächsten Schritte werden kommen. Alles Liebe für dich und bis bald.